Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu Hunter und Kron. Heute mit Brügge, die Stadt am Zwien und nicht die Stadt am Zwirn, wie ich unfälschlicherweise gedacht habe. Es ist die erste Erweiterung zu Brügge, natürlich auch wieder von Stefan Feld. Und Achtung, jetzt nicht mehr für 2 bis 4 Spieler, sondern nein, für 2 bis 5 Spieler spielbar. Man bekommt ja hier so einen extra Spielplan, da ist auch ein zusätzliches Torhaus mit drauf und dann kann man Brügge eben zu 5 spielen. Und es spielt sich auch zu 5 genauso cool wie zu 4 und es wird auch nicht wesentlich länger. Da man dazu allerdings noch mehr Karten braucht, als im Grundspiel enthalten sind, kriegt man auch noch mehr Karten und es kommt zum Beispiel auch eine komplett neue Personengruppe hinzu, die Reisenden. Davon abgesehen kommen hier 2 Module dazu. Einmal das Zwien halt, die Schiffe und einmal die Börse. Die sind beide wirklich recht knapp und einfach und integrieren sich auch schnell und verändern im Prinzip auch überhaupt nichts am Regelwerk, sondern ergänzen eher vorhandene Mechanismen. Und zwar die Schiffe, die verbessern die Aktion Kanalbau. Es ist jetzt so, wenn gewürfelt wird, dann werden jetzt auch die Dreier und Vierer wichtig, die ja beim Grundspiel egal waren. Wir haben hier eine gelbe 3 und eine blaue 4, dann dockt jetzt eben ein blaues und ein gelbes Schiff an. Man sieht da auch immer vorher, was kommt, also man kann da sagen, Gottes Willen, wenn jetzt das lila Schiff andockt, das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Und wenn man jetzt die Aktion Kanalbau ausführt, dann hat man noch eine zusätzliche Option. Man kann nämlich ein Schiff aktivieren. Man muss nur einen Handlanger der entsprechenden Schiffsfarbe abgeben und kann dann diese Zusatzaktion, den Zusatzeffekt des Schiffes nutzen. Und die sind teilweise ziemlich stark. Zum Beispiel hier das blaue Schiff ist ein Aufstieg. Das kann natürlich äußerst stark sein. Ja, und dann gibt es noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel hier, man kann einen Handlanger bezahlen und kriegt dafür 3 beliebige Handlanger. Auch sehr stark. Man kann auch einfach einen Handlanger gegen 6 Gulden tauschen. Es gibt ein Schiff, Achtung, da lassen sich alle Personen mit Blitzsymbol, die ich schon bei mir habe einziehen lassen, die eigentlich ja nur einen einmaligen Effekt haben, weil er mitunter sehr stark sein kann, die kann ich mit diesem Schiff hier nochmal aktivieren. Gerade solche Angriffspersonen sind ja oft Blitzaktionen, wo man Bedrohungsmarker verteilt oder möglicherweise sogar Personen umbringt. Sowas gibt es ja auch. Mit diesem Schiff werden solche Karten, die eben Blitzaktionen haben, deutlich gefährlicher und deutlich stärker. Da sind schon starke Kombos möglich, mit irgendwie gezielt vielleicht Personen mit Blitzsymbol einziehen lassen und darauf pokern, dass dann Schiffe mit diesem Ding kommen und die alle dann irgendwie nochmal aktivieren versuchen und so. Also da sind schon reizvolle Sachen machbar. Dann gibt es hier noch ein Schiff, wo man 2 beliebige Bedrohungsmarker abgeben kann. Und dann gibt es noch irgendwo, dass man einfach eine weitere Karte ziehen darf und mit dieser Karte sofort eine weitere Aktion ausführen. Also alles echt starke Sachen, kostet halt Handlanger. Ein Element, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, weil es tatsächlich zum einen den Kanalbau wirklich wesentlich attraktiver macht. Den fand ich auch im Grundspiel, muss ich ehrlich sagen, auch so ein bisschen dröge. Ja, es gibt irgendwie Siegpunkte, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur Karte in der Farbe, bisschen Geld bezahlen, so ein Plättchen bauen. Es war jetzt nicht so spannend wie Haus bauen, irgendeine krasse Figur einziehen lassen, die irgendwie einen coolen Effekt hat. Und natürlich auch die Handlanger werden gepimpt. Auch diese Aktion war ja eher so ein bisschen dröge. Man gibt einfach eine Karte ab, kriegt 2 Handlanger. Jetzt sind die Handlanger noch mehr wichtiger geworden, weil man eben diese Zusatzaktion mit den Schiffen machen kann. Also das ist schon ein Element, was Brügge wirklich verbessert. Ja, die Börse, das zweite Modul, die Börse, weil natürlich mit Macht und Reichtum, da braucht man dann irgendwie auch eine Börse und das haben die Brüggerianer dann auch versucht mit mehr oder minder großem Erfolg. Denn die Börse ist, verbessert jetzt halt auch zufällig bestimmte Aktionen in jeder Runde eine, also so jede Runde eine Börsenkarte aufgedeckt, das wäre in dem Fall der Kran. Die nächsten 6 Spieler, die die Aktion Kanalblättchen bauen, ausführen, dürfen ein Kanalfeld unabhängig von der Farbe bebauen. Man kann die eben nicht unendlich oft nutzen, diese Börsenaktionen, sondern eben nur so oft, wie viele
Schriftrollen hier drauf sind. Wobei man sagen muss, es ist ein bisschen seltsam, das hat ja wirklich was damit zu tun, wie viele Leute auch mitspielen. Wenn man jetzt nur zu zweit spielt, wird man niemals 6-mal Kanalplättchenaktionen nutzen, während wenn man zu 5 spielt, ist schon eher möglich, dass hier die ganzen Plättchen aufgebraucht werden. Also das ist schon ein Element, was bei der Börse irgendwie nicht so ganz ausgetüftelt wirkt. Es ist halt immer eine Aktion, ist dann gepimpt in der Runde. Zum Beispiel kann ich hier dann ein Haus bauen, ohne einen Handlanger bezahlen zu müssen. Das ist so ein bisschen mehr so ein Glücksding. Es ist halt, passt es mir gerade in meine Strategie rein, ein Kanalplättchen zu bauen, dann ist natürlich super, wenn die Börse auch entsprechend die Aktion verbessert. Wenn nicht, ist meistens die Verbesserung nicht so stark, dass ich dann meine Strategie ändere. Von daher würde ich sogar sagen, die Börse ist so ein Modul ganz gut, dass man sie auch weglassen kann. Lohnt sich's jetzt oder nicht? Auf jeden Fall lohnt sich diese Erweiterung, wenn man zu 5 spielen möchte, weil das ist super. Brügge ist ein tolles Spiel, möchte man gern zu 5 spielen. Jetzt kann man es zu 5 spielen mit dieser Erweiterung und das ist super. Und man kann jetzt viel, viel, viel mehr machen, weil dadurch, dass das ja alles gepimpt wird, ist wie so ein Level-Upgrade oder Level-Cap wird sozusagen für die Rollenspieler unter euch. Der Level-Cap wird durch Startamts Wien ordentlich nach oben geschraubt. Dadurch können wir viel mehr machen. Wir können viel mehr Personen ausspielen in einer Runde. Dadurch können wir auch die Personeneffekte, die ja teilweise aufeinander aufbauen, möglicherweise ja viel stärker nutzen und dann noch mehr Strategien fahren als zuvor. Von daher eine Empfehlung, aber wer, sag ich mal, Brügge eigentlich nicht mehr so richtig spielt, der kann, glaube ich, die Startamts Wien auch am Zwien lassen. Ja, ihr seht es, Hunter ist zwiengespalten.